In der Vitrine vor uns liegt hier eine wunderbare Bernsteinkette, von der wir die Auffädelung nicht genau kennen. Deshalb liegen auch einige Perlen daneben und weitere Perlen in einer anderen Vitrine. Die Kette selbst gehört zu dem Hortfund von Dieskau II, einem ganz bedeutenden Hortfund, dem wir uns in einer Extrasendung widmen. Aber heute möchte ich auf Bernstein eingehen, Bernstein in der Aunitzer Kultur. Bernstein spielt für die Statusdarstellung in der Aunitzer Kultur, aber auch für die Beziehungen innerhalb dieser Kultur eine außerordentliche Rolle. Alle Bernsteinfunde der Aunitzer Kultur, die wir bislang analysiert haben, stammen aus dem baltischen Bereich, etwa der Ostsee, aus Skandinavien, aus Dänemark, sodass wir hier von Importen ausgehen müssen und ausgehen können. Meistens handelt es sich um Ketten, die allerdings verschiedenen Mitgaben oder Deponierungssitten unterliegen. In der Aunitzer Kultur, etwa hier in Mitteldeutschland, findet sich Bernstein mit ganz wenigen Ausnahmen fast ausschließlich in sogenannten Hortfunden, während es in Böhmen zum Beispiel ebenfalls Aunitzer Kulturen unmittelbar verwandt anders ist. Dort finden sich die Bernsteinfunde meistens in Gräbern. Die Bernsteinfunde aus Mitteldeutschland, also die Bernsteinfunde aus Horten, die haben wir früher nicht gewusst, wie wir sie zuordnen sollen, ob wir sie Männern oder Frauen zuordnen können. Und durch einige Neufunde ist es uns gelungen, herauszubekommen, dass die allermeisten dieser Bernsteinfunde gar keine Ketten sind, wie wir früher dachten, sondern eine Art Colliers, die an zwei Nadeln, meistens sichelförmige Nadeln mit Schleifenkopf hängen, die meistens so in die Zeit entweder von 2100 bis 2000 oder 2000 bis 1800 vor Christus zu datieren sind. Die Kette hier ist insofern außergewöhnlich, als dass diese Nadeln fehlen, als dass sie aus runden Perlen besteht und einigen trapezoiden oder eher quadratischen großen Bernsteinstücken. Manche dieser Bernsteinstücke sind noch relativ roh. Dieses roh belassene, das können wir ganz gut zeigen, ist bei den frühen Ketten Absicht. Man will hier sozusagen die Materialität zeigen und in einzelnen Fällen werden sogar ältere Perlen aus der Glockenbecherzeit wiederverwendet. Der Bernstein ist eine Statusdarstellung im Aunitzer Gebiet. Und wenn wir den Bernstein kartieren, dann stellen wir fest, dass der Bernstein das Aunitzer Gebiet zwar verlässt, aber sozusagen nur in die Kulturen gelangt, die eine enge Beziehung zur Aunitz haben. Die Aunitzer handeln nicht mit Bernstein, das spielt überhaupt keine Rolle. Die Aunitzer verteilen offenbar Bernstein. Das ändert sich vollkommen nach 1500 in der Hügelgräberbronzezeit und der folgenden Spätbronzezeit wird Bernstein aus dem baltischen Bereich über das ganze Mittelmeergebiet sozusagen verhandelt und auch über ganz Mitteleuropa. Das ist hier nicht der Fall. Bernstein ist ein Distinktionsmittel für die Aunitzer und ihre assoziierten Gruppen. Allerdings werden einzelne Colliers offenbar doch weit verhandelt. Wir sehen solche Colliers in den Schachtgräbern von Mykene. Wir sehen solche Colliers aber auch im Vorderen Orient bis nach Spanien in die El Agar-Kultur kommend, auch bis Kreta, aber dort immer im absolut gehobenen Bereich, also immer im Bereich von Palästen und fürstlichen Bestattungen. Die weite Verbreitung des Bernsteins, wahrscheinlich in Form von Geschenken, zeigt sich ganz besonders an der Zikkurat von Assur, dem fantastischen Stufeltempel, der von André ausgegraben wurde. Und glücklicherweise ist dieses Gründungsdepot im Berliner Museum erhalten. Und André vermerkte, dass Bernsteinperlen gefunden wurden. Und zusammen mit den Berliner Kollegen haben wir diese Bernsteinperlen untersucht, konnten nachweisen, dass es sich um baltischen Bernstein handelt, dass also dieser Bernstein über das Baltikum vermittelt durch die Aunitzer Kultur
in den Ostägäisraum kommt bis nach Assur und ob dort Aunjetitzer, große Perlen oder große amulettartige Anhänger umgearbeitet wurden oder ein Rohstück umgearbeitet wurden, wissen wir nicht, denn die Perlen, die dort deponiert sind, sind typische Perlen des Vorderen Orients. Man hat dort in diesem fantastischen Depot gleichsam die Perlen von den Rändern des Reiches zusammengesammelt, Tausende von Perlen, die aus den verschiedensten Materialien bestehen, beispielsweise von Meeresmuscheln oder von Landschnecken, sodass sozusagen die Ränder des Reiches und die Ausdehnung des Reiches in diesem Gründungsdepot repräsentiert war. Und etwas ganz Besonderes waren sicherlich diese Bernsteinperlen. Die Kette, die wir hier vor uns haben, ist etwas ganz Besonderes, denn sie gehört offenbar nicht zu einem dieser Frauenkolliers, sondern sie ist relativ massiv. Und sie ist eine Kette, eine Halskette, wie wir sie uns heute vorstellen. Ob sie auch zu Frauen gehört, wissen wir nicht, denn das Depot, dem sie angehört, ist ein reines Waffendepot, ist ein reines Kriegerdepot und solche Waffen haben wir bislang nur bei Männern gefunden. Möglicherweise wurde also Bernstein auch in einzelnen Fällen bei Männern verwendet und vielleicht, das könnte ja sein, bekommen wir in Zukunft durch den Abrieb von DNA heraus, ob es eine Männer- oder eine Frauenkette ist. In jedem Fall bleibt es spannend und in jedem Fall ist eines der zentralen Distinktionsmittel Bernstein, der auch bewusst strategisch im Tausch überregional eingesetzt wird.